Die Wii. Damals der neueste Streich von Nintendo, womit sie die Massen eroberten. And now you say you want a revolution. Well, we've got one. We would like to play. More than 1,000 fans lined up at Times Square for the Sunday launch of Nintendo's latest gaming console. Es ist E3 2011. Alle erwarten gespannt die Ankündigung der nächsten Nintendo-Konsole. Schon davor machten sich viele Gerüchte und Hoffnungen breit. Unendlich leistungsstark, ein neuer Geniestreich, viele Third-Party-Entwickler on Board und vieles mehr waren die Dinge, die erwartet wurden. Jetzt war es endlich soweit, alle waren sich klar, diese E3 wird die neue Konsole enthüllt. Wie wird Project Cafe wirklich heißen und wie wird dieser ominöse neue Controller mit Bildschirm aussehen? Nach 40 Minuten war es soweit. Nintendo enthüllt die neue Konsole, die Wii U. It's a system we will all enjoy together, but also one that's tailor-made for you. Damals erwarteten noch viele genauso einen Erfolg wie den Kaufschlager die Wii. Doch heutzutage wissen wir, dass die Verkaufszahlen der Wii U eher mager ausfielen. Sie verkaufte sich nur etwa 13,5 Millionen Mal weltweit, während sich die Wii über 100 Millionen Mal verkaufte. An den Erfolg der Wii konnte also nicht angeknüpft werden und die Wii U war von vielen als Flop abgestempelt. Oder wurde sie einfach nur falsch verstanden? Zunächst einmal müssen wir uns fragen, was die Wii U eigentlich war. Die Wii U war eine stationäre Konsole, die sowohl an den Fernseher angeschlossen werden konnte, als auch einen eigenen Bildschirm hatte, den man als Controller oder als zweiten Bildschirm nutzen konnte. Dies eröffnete viele neue Möglichkeiten für kreative Spiele, die sowohl auf dem Fernseher als auch auf dem Gamepad gespielt werden konnten. Zum Beispiel konnte man in Super Mario Maker seine eigenen Level auf den Touchscreen erstellen und sofort testen, in Nintendo Land verschiedene Minispiele mit asymmetrischem Gameplay spielen oder in Batman Arkham City das Gamepad als Scanner, Karte oder Inventar verwenden. Das Gamepad bot auch eine Off-TV-Play-Funktion, mit der man viele Spiele auf dem Controller weiterspielen konnte, ohne den Fernseher zu benutzen. Das war praktisch für SpielerInnen, die ihren Fernseher mit anderen teilen mussten oder einfach mehr Flexibilität wollten. Doch wirklich gut rübergebracht wurde das von seitens Nintendo erstmal nicht. Ein Grund dafür war die Verwirrung um den Namen der Konsole. Viele dachten, dass die Wii U nur ein neuer Controller für die Wii war oder dass es sich um eine leicht verbesserte Version der Wii handelte. Also im Prinzip dachten sie, es wäre sowas wie eine PlayStation 4 Pro und nicht eine PlayStation 5. Das lag zum Teil daran, dass Nintendo die Wii U nicht gut genug beworben hatte und dass die Unterschiede zur Wii nicht deutlich genug herausgestellt wurden. Die Werbung für die Wii U war auch nicht sehr ansprechend oder einprägsam. Sie zeigte meist Familien oder Gruppen von Freunden, die mit dem Gamepad interagierten, aber nicht die Spiele selbst oder die Möglichkeiten, die es bot. Dadurch entging vielen potenziellen Käufern das besondere Erlebnis, welches die Wii U bieten konnte. Were you ready when I took your favorite princess away from you? No, and I actually didn't make it into the track team that day, so I was kind of upset. That was just a personal thing. You didn't make the track. I mean, I made the track team. It's a no-cut thing. There is a cut. I gotta get one. Go get your mom and get one so you can get in. All right, I gotta go. See you, Gina. Bye, Jack. Wait, why do you say bye to just you? Oh, that could be a nice relationship. Don't Oh say my that, dude. That's not gosh. funny. Mario and Peach together. Me and Gina together. Ein weiterer Grund für die geringen Absätze der Wii U war die starke Konkurrenz von anderen Konsolen wie der PlayStation 4 oder die Xbox One. Diese Konsolen boten eine bessere Grafik, mehr Leistung und mehr Online-Funktionen als die Wii U. Die Wii U war technisch deutlich unterlegen im Vergleich zu den Konkurrenzkonsolen von Sony und Microsoft, die 2013 erschienen. Die Wii U hatte eine geringere Auflösung, eine langsamere CPU und weniger Speicher als ihre Rivalen. Das bedeutete, dass viele SpieleentwicklerInnen ihre Spiele nicht auf die Wii U optimieren oder anpassen wollten oder konnten. Die Folge war, dass die Wii U nur wenige Multiplattform-Titel erhielt, wie zum Beispiel Assassin's Creed 4, Black Flag, Batman Arkham City oder Call of Duty Black Ops 2. Die meisten dieser Spiele liefen auch schlechter auf der Wii U als auf anderen Konsolen oder hatten weniger Features oder Inhalte. Viele SpielerInnen bevorzugten daher diese Konsolen, vor allem wenn sie an Multiplayer-Spielen oder an realistisch und actionreichen Genres interessiert waren. Die Wii U hingegen hatte einen anderen Fokus. Sie setzte auf kreative und familienfreundliche Spiele, die vor allem den Spaß am gemeinsamen Spielen in den Vordergrund stellten. Das bringt uns zu dem wichtigsten Punkt, die Qualität der Spiele auf der Wii U.
Denn trotz aller Schwierigkeiten hatte die Wii U einige der besten Spiele aller Zeiten zu bieten. Die Wii U hatte eine große Auswahl an exklusiven Titeln von Nintendo, die sowohl alte als auch neue Fans begeisterten. Die Wii U hatte auch einige Überraschungshits wie Bayonetta 2, Xenoblade Chronicles X oder The Wonderful 101, die für Abwechslung und Spannung sorgten. Und nicht zu vergessen, auf der Wii U waren einige der besten Zelda-Spiele aller Zeiten, wie The Wind Waker HD, Twilight Princess HD und natürlich Breath of the Wild, das als eines der besten Spiele aller Zeiten gilt. Auch wenn Zelda Breath of the Wild für die Nintendo Switch als Launch-Titel erschien und dieser Konsole zu einem enormen Erfolg verhalf. Das kann man aber eigentlich über alle Wii U-Spiele sagen, denn sehr viele von ihnen erhielten einen Port auf der Nintendo Switch. Und das beweist nochmal umso mehr, wie gut diese Spiele waren. Denn wenn man sich die Verkaufszahlen von Nintendo Switch-Spielen anschaut, sind zum Beispiel Spiele wie Mario Kart 8 Deluxe eines der meistverkauften Nintendo Switch-Spiele. Dabei handelt es sich jedoch eigentlich nur um einen einfachen Wii U-Port. Die Wii U war also keinesfalls eine schlechte Konsole. Sie war eine innovative und kreative Konsole, die viele tolle Spiele hervorbrachte. Sie hatte zwar ihre Probleme, aber auch ihre Stärken. Sie verdiente es, nicht vergessen, sondern gewürdigt zu werden. Aber da sind wir uns sicher, das wird sie auch nie, denn es gibt genug Leute, die mit dieser Konsole groß wurden oder durch sie das erste Mal an das Thema Gaming herangeführt wurden. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye!